Hallo Leute. Willkommen bei Learn German Easily. Abonnieren Sie unseren Kanal und aktivieren die Glocke, damit Sie kein Video verpassen. B1 Brief schreiben. Erster Brief. Fahrradverleih. Sie haben in der Zeitung von einer Anzeige für einen Fahrradverleih gelesen. Leider waren Sie überhaupt nicht zufrieden, weil viel anders war als in der Anzeige versprochen. Schreiben Sie einen Beschwerdebrief an den Veranstalter. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. 1. Erklären Sie, was nicht in Übereinstimmung mit der Anzeige war. 2. Beschreiben Sie, in welchem Zustand sich die Fahrräder befanden. 3. Beschreiben Sie, was Sie auf der Radtour erlebt haben. 4. Was wollen Sie? Sehr geehrte Damen und Herren, leider muss ich mich an Sie wegen einer mangelhaften Dienstleistung mit folgender Beschwerde wenden. Ich habe Ihr Inserat in der Zeitung gelesen und mich entschlossen, dass ich mir diese Chance nicht entgehen lassen sollte. Leider war es nicht so, wie Sie es angekündigt haben. Sie haben geschrieben, dass Sie die Radwege gut beschildert haben und diese Wege von den nächsten Autostraßen entfernt sind. In der Wirklichkeit war es jedoch so, dass die Radwege durch Baustellen behindert waren und die Straßen umgeleitet wurden. Hinzu kommt, dass ich entgegen der Beschreibung in der Annonce eine Hilfe erhalten sollte, aber ich bekam keine Hilfe. Außerdem stand im Inserat, dass die Fahrräder immer gepflegt sind. Sie haben auch erwähnt, dass Sie stabile Markenfahrräder mit Gangschaltung, Tragekörben, tiefem Einstieg bei Damenfahrrädern bieten. Leider war auch das nicht der Fall. Ich habe alte Fahrräder im schlechten Zustand erhalten. Das war natürlich eine große Enttäuschung für mich. Was ich noch unbedingt erwähnen muss, ist die Arbeitszeit. Sie entsprach nicht den Angaben in der Annonce. Im Inserat war geschrieben, dass die Öffnungszeiten vom Fahrradverleih Bachmann 7 Tage in der Woche von 8 bis 20 Uhr sind. Aber der Fahrradverleih Bachmann war nur am Samstag ab 10 Uhr geöffnet. Ich erwarte von Ihnen eine angemessene Entschädigung. Ich hoffe sehr, dass Sie in nächster Zeit Ihren Service für den Fahrradverleih Bachmann verbessern. Mit freundlichen Grüßen. Thomas Neuer. Zweiter Brief. Deutschkurs. Sie haben bereits Deutsch gelernt, möchten aber Ihr Deutsch verbessern. Sie möchten in den Sommerferien einen Sprachkurs besuchen. Schreiben Sie einen Brief an die Kurslehrerin Frau Meier und fragen Sie nach weiteren Informationen. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. 1. Begründen Sie, warum lernen Sie Deutsch und warum haben Sie diese Sprachschule ausgewählt. 2. Fragen Sie, welche Unterrichtsmaterialien werden während des Kurses benötigt.
3. Welche Arbeitszeiten für den Kurs, der zu Ihnen passt? 4. Kurskosten. Sehr geehrte Frau Meier, ich bin zurzeit auf der Suche nach einer Sprachschule, an der ich einen Deutschkurs besuchen kann. Aus diesem Grund habe ich einige Fragen zu Ihrem Kursprogramm. Ich lerne nun schon seit etwa 2 Jahren Deutsch und habe die A2-Prüfung bereits erfolgreich abgelegt. Allerdings habe ich große Probleme mit spontanen Konversationen. Ich tue mir schwer dabei, mich an Wörter zu erinnern und richtige Sätze zu bilden. Deswegen glaube ich, dass ein Konversationskurs das Richtige für mich wäre. Ich habe mich für Ihre Sprachschule entschieden, weil mein Freund mir sagte, dass Ihr Unterricht interessant ist und viel Spaß macht. Da ich unter der Woche jeden Tag bis 17 Uhr arbeite, kann ich nur Kurse besuchen, die in den Abendstunden stattfinden. Bietet Ihre Schule Abendkurse an? Wenn nicht, haben Sie Konversationskurse am Wochenende? Wenn Sie solche Kurse im Programm haben, welches Buch benutzt Ihre Schule? Kann ich dieses Buch vor Ort kaufen oder muss ich es mir im Buchhandel besorgen? Können Sie mir zum Abschluss bitte noch mitteilen, wie hoch die Kurskosten sind? Soll ich sie im Büro in bar oder per Online-Überweisung begleichen? Ich danke Ihnen vielmals für die Auskünfte. Mit freundlichen Grüßen. Peter Henderson. 3. Brief. Sommerjobbörse. Sie haben in der Zeitung eine Anzeige über ein Praktikum gelesen. Leider waren Sie überhaupt nicht zufrieden, weil viel anders war als in der Anzeige versprochen. Schreiben Sie einen Beschwerdebrief an den Veranstalter, Herr Müller. Schreiben Sie etwas zu folgenden Punkten. 1. Erklären Sie, was nicht in Übereinstimmung mit der Anzeige war. 2. Beschreiben Sie, was Sie während des Praktikums gemacht haben. 3. Wie war die Arbeitszeit während des Praktikums? 4. Verlangen Sie eine angemessene Entschädigung. Sehr geehrter Herr Müller, hiermit beschwere ich mich über die Situation mit meinem Praktikum. Ich habe Ihr Inserat in der Zeitung gesehen und mich dazu entschlossen, an diesem Praktikum teilzunehmen. So eine Chance wollte ich mir nicht entgehen lassen. Das Praktikum hat meinen Erwartungen leider überhaupt nicht entsprochen. Sie haben geschrieben, dass Sie Praktikantinnen für eine abwechslungsreiche und leichte Arbeit brauchen würden. In der Wirklichkeit war es jedoch, dass ich nur die Papiere kopiert und Kaffee gekocht habe. Außerdem stand im Inserat schwarz auf weiß, dass man seine Sprachkenntnisse in Englisch, Deutsch und Computerkenntnisse verbessern kann. Leider war auch das nicht der Fall. Ich habe nur Englisch gesprochen.
Das war natürlich eine große Enttäuschung für mich. Was ich noch unbedingt erwähnen muss, ist die Arbeitszeit. Sie entsprach nicht den Angaben in der Annonce. Im Inserat war geschrieben, dass man täglich von 9 bis 15 Uhr arbeiten muss. Aber ich habe täglich 1 bis 2 Stunden zusätzlich gearbeitet. Schließlich war im Inserat eine gute Bezahlung, aber ich bekam nur wenig Geld. Ich erwarte mir von Ihnen eine angemessene Entschädigung. Ich hoffe sehr, dass Sie in nächster Zeit Ihren Service für die Praktikantinnen verbessern. Mit freundlichen Grüßen. Klaus Ballack. Wenn Ihnen dieses Video gefallen hat, klicken Sie auf Gefällt mir. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke für weitere Unterrichtsstunden zu aktivieren.